Unglaublich viele neue Achterbahnen erwarten uns dieses Jahr in Deutschland. Außerdem kuriose Entdeckungen und ein paar andere wichtige Updates rund um die Welt der Freizeitparks, Achterbahn, Kirmes und allem drum und dran. Ihr kennt das hier bei Ride Review. Mahlzeit, herzlich willkommen beim Ride Review Videomagazin und einem neuen weiteren News-Video meinerseits. Heute wieder echt einiges Spannendes dabei, einige Updates dabei und wir reden über die ein oder andere neue Achterbahn für Deutschland in 2026. Es wird auch ein paar andere Neuheiten geben. Zwei der Neuheiten in diesem Video hier kommen von Aufwind Rides und die sind Sponsor dieses Videos. Das hat aber nichts damit zu tun, dass sie diese Neuheiten gebaut haben. Ihr könnt ja mal raten, welche Neuheiten von Aufwind Rides aus diesem Video sein könnten. Aber Aufwind Rides unterstützen diese News-Videos hier auf dem Radio YouTube-Kanal. Dafür vielen, vielen lieben Dank. Und bei Aufwind bekommt ihr halt verschiedenste Fahrgeschäfte von der Themenfahrt über den Dark Ride bis zum Karussell. Und das, wenn ihr wollt, sogar komplett schlüsselfertig. Von der Idee übers Konzept bis zum Bau, Installation und Inbetriebnahme von allem, nicht nur von der Ride-Hardware, sondern auch von der kompletten Thematisierung. Von A bis Z, schlüsselfertig gibt es alles oder auch nur einzelne Komponenten davon. Mehr Infos findet ihr bei Aufwind auf der Website, die unten in der Videobeschreibung verlinkt ist. Und als allererstes möchte ich einen Blick zum Hossoland mit euch machen. Das ist ein Freizeitpark in Polen, der letztes Jahr eröffnet hat und relativ schnell wieder geschlossen wurde. Und wie das Superportal 24 aus Polen berichtet, gab es da auch ein bisschen mehr Ärger als nur ein nicht so ganz fertig gebauter und trotzdem schnell eröffneter Freizeitpark. Denn seit August hat die Staatsanwaltschaft ermittelt, weil Hossoland ohne die erforderlichen Genehmigungen eröffnet hatte. Und deswegen gab es Ermittlungen wegen Gefährdung von Gesundheit und Leben zahlreicher Menschen. Verschiedene Inspektionen haben jetzt ergeben, dass trotz fehlender Genehmigung, die inzwischen vorliegt, nie Menschenleben in Gefahr war, weil es keine Genehmigung gab. Und wie der Park selber wohl sagt, musste man eröffnen, obwohl die Genehmigungen noch nicht vorlagen, um weiterhin die Gelder bzw. den Kredit von den Banken zu bekommen. Alles jetzt nicht so glorreich und toll gelaufen, soll auch nicht so toll im Park gewesen sein. Wir haben das Ganze ein bisschen schieben müssen aus zeitlichen Gründen und dann war der Spaß quasi auch schon wieder vorbei. Was nicht heißt, dass wir nicht bald auch nochmal in Polen vorbeischauen. Da gibt es ja auch noch einiges anderes Spannendes, wo wir auch in den letzten Wochen und Monaten hier schon drüber berichtet haben. Und auch sonst gibt es da einiges Interessantes. Also mehr dazu bald hier auf dem Radio YouTube-Kanal. Ihr abonniert das Ganze nicht nur, um das nicht zu verpassen, sondern vor allem, um uns zu unterstützen. Euch kostet das nichts, uns hilft es aber ungemein weiter. Wäre auf jeden Fall ein Träumchen. Einfach mal kurz abonnieren drücken. Macht uns alle viel glücklicher und ihr habt ein besseres Wochenende dadurch. Bestimmt. Neue Achterbahn in Indien. Jetzt geht's los, jetzt wird es wild. So ein Thema hatten wir auch noch nicht in den News, aber ein guter Freund von uns, liebe Grüße David, ist gerade in Indien unterwegs auf 2 Hochzeiten und macht natürlich auch dann den einen oder anderen Freizeitpark. Und da ist eine neue Achterbahn aufgetaucht. Neue. In Chennai, Indien gibt es das VGP Universal Kingdom. Das ist ein Freizeitpark dort. Und am 26.01. wurden Teile für eine neue Achterbahn angeliefert. Oder lagen teilweise auch schon im Park. Auf Nachfrage vor Ort konnte aber keiner beantworten, wo diese Achterbahn herkommt, geschweige denn, welche Achterbahn das vorher einmal war. Denn man muss natürlich zugeben, dass dieser Coaster augenscheinlich sehr schwer danach aussieht, dass es eine gebrauchte Anlage ist. Ich habe so ein bisschen geguckt und überlegt, ich kann euch auch nicht hundertprozentig garantieren und sagen, welche Bahn das ist. Für mich persönlich sieht das Ganze aber nach Intamin aus und mit der Farbgebung und mit einem Kettenlift und allem drum und dran könnte ich mir vorstellen, dass diese Achterbahn einmal Flight of the Phoenix war. Das war eine Achterbahn im Harbourland in China und Bahn sowie der ganze Park wurden 2019 geschlossen. Verbleib der Bahn unklar und dann ist es theoretisch gar nicht so abwegig, dass eventuell diese Bahn jetzt nach Indien kommt und dort gerade angeliefert wird. Spannende Entdeckung, finde ich super interessant, sieht crazy aus, auch wie das Zeug einfach dahingeschmissen wird und ja, brandaktuell gerade von unserem Außenreporter David, der vor Ort ist und ich dachte, das müssen wir auf jeden Fall hier mit reinpacken, weil das so kurios und spannend ist und auf jeden Fall hier auch seinen Platz finden soll.
Nicht so aufregend in Anführungsstrichen ist eventuell für den einen oder anderen der Kettlerhof. Ist halt auch was für Familien mit kleineren Kindern. Aber auch hier wird was Neues geschaffen, und zwar mehr Platz zum Durchatmen im Kettlerhof Indoor. Da, wo sich jetzt noch die Dachterrasse befindet, entsteht ein neuer, komplett überdachter, 150 Quadratmeter großer Sitzbereich. Mehr Platz zum Entspannen, Aufhalten und Verweilen mit der ganzen Familie. Einfach im Gesamten mehr Komfort für den Besuchszeitraum, denn die Besucheranzahl, die rein kann, bleibt gleich. Es wird mehr Platz geschaffen für die gleiche Menge Leute und nicht die Kapazität erhöht, so dass alle mehr Raum haben, um eine schöne und entspannte Zeit im Kettlerhof Indoor zu verbringen. Das ist schon stark und wirklich in der heutigen Zeit auch gar nicht mehr so selbstverständlich. Mehr Raum, mehr Platz für mehr Qualität, und das bei der gleichbleibenden Kapazität. Stark, müssen wir uns mal vor Ort angucken. Also allgemein Kettlerhof haben wir noch kein Video zu gemacht. Das wird dringend mal Zeit, euch das auch zu zeigen, denn ich weiß, dass einige von euch auch da zur Zielgruppe quasi gehören. Und wenn wir schon bei deutschen Parks sind, Freizeitland Geiselwind, müssen wir natürlich auch drüber sprechen. Haben wir auch in den vergangenen Videos immer wieder gemacht. Und es sollten ja 2026 absurde 5 Neuheiten zum Freizeitland Geiselwind hinzugefügt werden. Es werden jetzt aber 6. Und zwar kommt noch Frucht-Dino-Wirbelspaß dazu. So ein kleiner, ja quasi Mini-Topspin. Und der kann schon ab 90 cm gefahren werden. Ist knallknietschbunt und ist jetzt die 6. Neuheit für 2026 fürs Freizeitland Geiselwind. Noch nicht so groß darüber gesprochen haben wir auch über Neuheit Nummer 5. Und zwar Top of the World, der Aussichtsturm in Freizeitland Geiselwind, wird zu einer 100 Meter hohen Zeitmaschine und heißt dann Projekt Zeit. Die komplette Story dahinter und was dahinter sich verbirgt, das machen wir auf jeden Fall in einem Vor-Ort-Video. Da müssen wir so oder so dieses Jahr eben bei 6 Neuheiten. Und auch der Vollständigkeit halber noch, falls ihr die vergangenen News-Videos nicht gesehen habt, was etwas schändlich wäre, aber das könnt ihr noch nachholen oder ihr seid jetzt aufmerksam dabei für die Zukunft. Es kommt ja noch das Geheimnis des Drachentempels, ein Immersive Tunnel. Dazu dann noch Ravenmoor Academy, ein Motion-Based Dark Ride, Tukis Dino Farm Indoor-Spielplatz und die wilde Hilde aus dem Schwabenpark der RAS. Roller Bowl hat den Schwabenpark verlassen und kommt zum Freizeitland Geiselwind. An gleicher Stelle haben wir auch schon im vergangenen News-Video darüber gesprochen, was der Schwabenpark Neues baut. Wo wir auch schon super oft darüber gesprochen haben, ist der Hansa-Park mit dem Cornwall Coaster. Da gab es auch immer wieder Updates und ich habe ein ganz kleines Mini-Update jetzt im Video für euch. Nichts Großes, Spektakuläres oder Besonderes, aber jetzt ist auch offiziell bekannt gegeben worden, wer den Soundtrack für die neue Attraktion macht, und der kommt von Audiogazer, und die haben ja auch schon einiges an Musik gemacht von Attraktionen, die wir in letzter und jüngster Vergangenheit hier vorgestellt haben, unter der Regie quasi von Andreas Kübler. Den werdet ihr dieses Jahr noch hier im Kanal sehen, denn es gibt ja auch noch ein Orchesterkonzert mit Freizeitparkmusik im Juni, glaube ich, war das, wo wir auch noch beiwohnen werden. Wenn wir schon bei deutschen Freizeitparks im Norden sind, die mit H anfangen, darf natürlich das Heide Park Resort nicht fehlen. Und auch hier gibt es eine Ankündigung für etwas Neues 2026. Und die Achterbahn Big Loop bekommt neue Züge. Und zwar meiner Meinung nach schon echt komfortable Züge von der Firma Vekoma, die nicht nur geräumiger sind, sondern auch eine Soft-Westenbügel bieten. Also nicht mehr diesen starren, harten Schulterbügel, wie man ihn kennt, sondern das Ganze mit einer Softweste gelöst. Das ist auf jeden Fall komfortabler und macht die ein oder andere alte Bahn auch noch wieder fahrbar. Alte Bahn ist ein gutes Stichwort. Das ist wirklich meiner Meinung nach vom Heide Park ein riesen Eingeständnis zu Big Loop und quasi schon eine Liebeserklärung, weil so ein Achterbahnzug, der kostet schon so seine 2-3 Mark. Ist jetzt nicht gerade günstig, ist nichts, mit dem man so groß werben kann und keine tolle Neuheit, aber schon wichtig für die eine oder andere alte Achterbahn. Und alt bedeutet in dem Fall vom Big Loop, dass dieser Double Loop Double Corkscrew 1983 eröffnet hat. Da war ich noch lange nicht auf dieser Welt. Aber eine kleine Hommage natürlich an die Vergangenheit. Der neue Zug wird im Design des ursprünglichen Big Loop Zugs gestaltet sein.
Da ist natürlich die Frage, wer von euch ist Big Loop noch im ursprünglichen Design gefahren? Das ist natürlich auch mal spannend. Und ich weiß aus den Analytics, dass der ein oder andere von euch auf jeden Fall in dem Alter ist, dass das so sein könnte. In Deutschland wird es aber auch noch weitere neue Achterbahnen geben. Und jetzt warten alle natürlich sehnsüchtig auf Karls Erlebnisdorf Oberhausen, wo es auch die eine oder andere Achterbahn gibt. Aber in 2 weiteren Karls Erlebnisdörfern gibt es 2026 auch neue Achterbahnen. Und die sind gar nicht mal so zu verachten. Und für Karls Erlebnisdorf Verhältnisse gibt es eine relativ große Achterbahnneuheit. Und ihr werdet in Erdbeerschalen sitzend durch einen gigantisch großen Erdbeerverkaufsstand rasen. Und in dem befindet sich dann sogar noch ein Café. Aber eins nach dem anderen. Karls Erlebnisdörfer kennt ihr alle. Und es gab ja auch die Umfrage, die haben wir auch hier geteilt in einem der News-Videos zum Namen von dieser neuen Achterbahn. Und aus diesen ganzen Vorschlägen und Ideen wurde jetzt am Ende Bettys Bärchenboomerang. Und ihr wisst es alle, ihr habt es ja auch hier gesehen, das Ganze wird von der Firma Vekoma ein Family Boomerang. Den haben wir auch nicht nur in diesem News-Video erwähnt, wo es um den Namen geht, sondern auch auf der Messe haben wir schon das Frontcar euch gezeigt, wie das Ganze aussehen wird. Und ab 90 cm Körpergröße werdet ihr mitfahren können. Vorausgesetzt 2,7G Maximalbelastung sind vollkommen in Ordnung für euch. Es geht über 230 Meter vorwärts sowie rückwärts. 27 Meter ist die Achterbahn hoch, was für eine Spitzengeschwindigkeit von 60 km/h sorgt. Und inkludiert dann in dieser Station, wo wir quasi den größten Erdbeerverkaufsstand der Welt haben, ist auch noch ein Erdbeercafé, das Erdbeercafé Elisabeth. Geplant ab Sommer 2026 und das in 2 Karls Erlebnisdörfern gleichzeitig. Es gibt also zweimal die gleiche Achterbahn quasi. Einmal für Mittelsachsen und Karls Erlebnisdorf Döbeln und einmal für Berlin und Karls Erlebnisdorf Elstal. Mega gutes Design. Cooler Achterbahntyp, bin ich sehr gespannt, werden wir uns natürlich auch vor Ort angucken. Von den heimischen Erdbeeren geht es jetzt erstmal nach Kalifornien für ein weiteres Update und zwar zu den Universal Studios Hollywood und die eröffnen 2026 Fast and Furious Hollywood Drift. Eine neue, wirklich riesige Achterbahn von Intamin, haben wir auch schon im Detail drüber gesprochen. Die ersten Testfahrten laufen ja auch schon etwas länger und jetzt kommen die weiteren Wagen bzw. Züge nach Universal Hollywood und werden gerade angeliefert und das bedeutet, dass es langsam vorangeht und wir uns einer Eröffnung nähern. Es gibt halt super viele Testruns, weil es wirklich eine super große und komplexe Anlage wird. Aber Wagen ist eigentlich auch das richtige Stichwort, denn bei Fast and Furious Hollywood Drift ist der Zug aus 4 Fahrzeugen bestehend, nicht irgendwie generisch und gleich, sondern es gibt 4 verschiedene Autos, in denen man quasi sitzen könnte. Die Testfahrten, auch super smart aktuell, laufen so, dass diese Fahrzeuge wie Erlkönige foliert sind und dann ihre Testruns machen. Das ist ein so unglaublich tolles Detail einfach, was man jetzt bei den Testruns schon hat. Es ist wirklich, das holt mich so ab einfach. Aber mit welchem Wagen wollt ihr abgeholt werden? Beziehungsweise welchen dieser Wagen seht ihr bei euch in der Einfahrt stehen? Also es ist eigentlich auch eindeutig, weil es gibt einfach nur das eine wahre Auto dabei. Aber es gibt einen 1970er Dodge Charger, es gibt einen Mazda MX-7, Nissan Skyline GTR oder einen Toyota Supra MK4. Und es ist wirklich eindeutig, welches Auto man haben muss. Aber welcher wäre euer Wagen, den ihr gerne hättet oder mit dem ich euch abholen soll? Ja, es ist super wild, was wieder passiert, super spannend. Und zum Beispiel auch ist ein neuer Balloon Ride von RAS Rides geplant, der bei einem Nickelodeon Park in Istanbul eröffnen wird. Und da haben wir auch drüber gesprochen, da findet ihr hier ein Video. Und zwar waren wir bei der Interschau. Das ist quasi so eine Schaustellermesse und haben da mit einigen sehr spannenden Leuten gesprochen über neue Attraktionen für die Kirmes, aber auch, was alles so im Hintergrund passiert, was wird gebaut, was braucht man noch, wie entstehen diese Schilder und ganz viel anderes auch. Checkt das gerne mal aus und wenn ihr damit durch seid und euch noch sehr lange vergnügen wollt, gibt es ganz viele Videos aus Saudi-Arabien bereits, da kommen auch noch ein paar mehr, aber da haben wir auch was für euch. Wie jeden Tag um 18 Uhr kommt irgendwas Neues und manchmal ein bisschen mehr sogar. Und in diesem Sinne, Abo dalassen, um das Ganze zu supporten und ansonsten checkt ihr die Seite von Aufwind oder unsere Shop-Seite, wo demnächst noch viel mehr passiert. Und ich bin jetzt raus. Ihr seid die coolsten. Euer Profit, Magazin. Peace.